Lieber Dr. Peter Weißensee, wir freuen uns sehr, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und hier zu Gast bist bei uns im Podcast Karma Office. Und wir würden dich jetzt einmal bitten, dass du dich einmal vorstellst. Ja, vielen Dank für die liebe Einladung. Bin ich natürlich sehr gerne bei euch im Karma Office. Mein Name ist Peter Weißensee. Ich bin Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, habe einen Schwerpunkt auf chronisch entzündlichen Hauterkrankungen, sprich Neurodermitis und Schuppenflechte, und mache das hier schon seit über 20 Jahren den Job. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit der ersten Frage. Was ist denn Neurodermitis? Neurodermitis ist eine der häufigsten chronisch entzündlichen Hauterkrankungen, die wir kennen. Das betrifft in der Regel schon Kleinkinder und Kinder, nimmt dann ein bisschen zum Erwachsenenalter hin ab, die Häufigkeit. Dann ist eigentlich definiert durch verschiedene Kriterien. Das sind meistens so beugenbetonte Ekzeme, also Rötungen, Schuppungen, Juckreiz. Geht mit anderen Problemen einher, zum Beispiel mit Nahrungsmittelallergien, mit Asthma und Heuschnupfen. Das ist so ein bisschen so die Kombination aus allen diesen Faktoren. Das macht so einen Neurodermitis-Patienten aus. Du hattest angesprochen, dass Neurodermitis bei Kindern und Erwachsenen auftritt. Gibt es da Unterschiede? Also zum einen tritt es im Kindesalter deutlich häufiger auf, also bis zu 10% der Kinder leiden unter Neurodermitis oder Neurodermitis-artigen Beschwerden. Das nennt zum Erwachsenenalter hin ab. Dann sagt man nur noch ungefähr 2% der Erwachsenen haben damit zu tun. Das ist also ein gewisses Gefälle. Und es unterscheidet sich teilweise ein bisschen in der Ausprägung. Bei Kindern ist sehr häufig Kopf und Gesicht sehr stark betroffen. Bei Erwachsenen wandert das dann so ein bisschen teilweise nur auf die Beugen. Handekzem ist bei Erwachsenen zum Beispiel noch so ein Rest einer Neurodermitis. Aber das hängt immer von verschiedenen Faktoren ab. Wie kann man die Neurodermitis denn unterteilen? Ja, also man kann das ganz grob unterteilen. Das wird meistens so für klinische Studien gemacht in leichte und mittelschwere Beschwere Neurodermitis. Da gibt es gewisse Kriterien, die wir objektiv ermessen können. Zum Beispiel, wie rot ist die Haut, wie viel Prozent der Haut ist betroffen, wie stark ist der Juckreiz, verschiedene Sachen, die kann der Patient dann auch beitragen. Wie ist seine Lebensqualität eingeschränkt? Nach diesen Kriterien wird dann so ein bisschen ein Scoring neudeutsch gemacht. Das heißt, man kann so ein bisschen die Schwere unterscheiden, aber da gibt es durchaus gewisse Schwankungen. Und wie wird die Neurodermitis denn diagnostiziert? In der Regel, gerade bei kleineren Kindern, ist es einfach eine Blickdiagnose. Das heißt, wenn ich diese typischen Symptome habe, wie Milchschorf und diese Beugenekzeme, das ist rot und schuppt, und dann kann ich da schon von außen mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn ich diese typischen Symptome sehe, sagen, dass das eine Neurodermitis sein müsste. Manchmal gibt es auch Fallstricke. Gerade bei Erwachsenen können das auch mal andere Formen von Ekzem sein oder auch mal kutane T-Zell-Lymphome, die so ähnlich aussehen können wie Neurodermitis oder auch manchmal Schuppenflechte. Aber in der Regel ist es eine Blickdiagnose. Manchmal muss man das abgrenzen von allergischen Kontaktekzemen. Da helfen dann Allergietests, Hautproben. Aber meistens ist das eigentlich eine Blickdiagnose. Was gehört zu den Triggerfaktoren? Das ist sehr individuell. Bekannte Triggerfaktoren sind zum Beispiel Stress, wenig Schlaf, Klimawechsel, auch Nahrungsmittelallergien, gewisse Medikamente. Das ist so ein ganzer Blumenstrauß an Möglichkeiten, den die Patienten dann verspüren können, was die Haut besser oder eben vielfach auch schlechter macht. Aber das kriegt jeder Patient zum Lauf der Zeit ganz gut raus. Oder wir müssen eben ärztlicherseits testen, zum Beispiel Allergiefaktoren, ob dann irgendwas ist, was der Patient nicht verträgt, von außen oder innen. Die Krankheit ist ja meist auch mit anderen Krankheiten assoziiert, wie zum Beispiel allergisches Asthma bronchiale. Was ist der Grund dafür? Was ist der Zusammenhang? Ja, das ist ja also schon ganz lange bekannt. Das ist in der Regel haben diese Patienten mit Neurodermitis einen erhöhten Gesamt-IgE-Spiegel, also ein gewisses Eiweiß, das für Abwehrfunktionen zuständig ist. Das reagiert dann ein bisschen über, verbindet sich dann mit anderen Zellen, die dann zur Ausschüttung von Botenstoffen wie Histamin führen. Das führt dann zu Juckreiz oder auch allergischen Reaktionen oder eben auch zu allergischem Asthma. Und das hängt alles so ein bisschen zusammen. Das wird also über gewisse Schalter im Immunsystem, die da so ein bisschen hochgefahren sind bei diesen Patienten, das wird alles so zusammen vermittelt. Muss aber auch nicht sein, aber es ist relativ häufig. Wenn die Diagnose Neurodermitis jetzt gestellt ist, wie wird dann therapiert? Was gibt es da auch für neue Ansätze in der Medikation? Also das sind sicher immer mehrere Säulen. Die wichtigste Säule ist natürlich irgendwelche auslösenden Faktoren erkennen, ermitteln und dann meiden. Sprich, ich sollte, wenn ich irgendetwas nicht vertrage, von außen oder von innen zum Beispiel keine Duftstoffe verwenden oder ein Nahrungsmittel nicht zu mir nehmen, wenn ich das nicht vertrage. Nur als Beispiele. Die Hautpflege ist ganz wichtig. Je besser die Haut geschützt ist und gepflegt ist, desto widerstandsfähiger ist sie auch gegen andere Reize, die dann ständig an der Haut zerren. Und dann kommt eine ganze Reihe von Therapien in Frage. Es gibt verschiedene Säulen der Therapie. In der Regel gibt es äußerliche Therapien mit Cortison, ohne Cortison. Und wenn das nicht ausreicht, gibt es eben auch innerliche Therapien. Oder man kann auch in manchen Fällen eine
UV-Lichtbestrahlung machen, also eine künstliche Sonnenlichttherapie. Das ist aber etwas individuell, bei manchen reizt es auch eher die Haut. Hautpflege ist ja ein großes Thema. Was ist für Neurodermitis-Patienten ein ganz wichtiger Bestandteil der Hautpflege? Das kann man sich so verallgemeinern. Da hat jeder Patient so im Laufe des Lebens oder jede Patientin so ein bisschen seine eigenen Vorlieben. Die einen sagen, ich habe es lieber ein bisschen fetthaltiger. Die anderen sagen, ich brauche eher was nur mit Feuchtigkeit. Die anderen wollen was besser einzieht. Das ist also sehr individuell, was da gemocht und vertragen wird. In der Regel kann man davon ausgehen, dass einige so Feuchthaltefaktoren wie Glycerin, aber auch niedrig dosierte Harnstoffpräparate, dass die ganz gut vertragen werden. Wenn das höher dosiert wird, zum Beispiel der Harnstoff, dann kann es die Haut wiederum reizen. Es gibt so auch andere Faktoren, die dann von der Industrie entwickelt sind, die dann so ein bisschen so eine Art natürliche Hautbarriere fördern und stützen sollen. Da gibt es verschiedene Präparate. Also insgesamt soll man wenig Duftstoffe verwenden, weil die per se die Haut reizen können oder auch Allergien fördern könnten. Und alles andere ist ziemlich individuell. Also muss man auch einiges ausprobieren. Du hattest das jetzt schon ganz kurz angesprochen, aber was kann der Patient, die Patientin denn präventiv für die Neurodermitis machen? Ja, das ist knifflig. Also richtig Prävention betreiben. Also man empfiehlt grundsätzlich, wenn man jetzt schon mal im Bauch der Mutter anfängt, da sagt man, sollte ruhig die Mutter mittlerweile sich ganz normal ernähren. Früher hat man gesagt, die Mutter soll irgendwie gewisse Sachen meiden, die bei Neurodermitis schädlich sein könnten. Da ist das Pendel, Gott sei Dank, jetzt wieder dahin geschwungen. Die Mutter soll sich ganz normal ernähren, auch wenn zum Beispiel die Eltern oder einer von beiden Eltern eine Neurodermitis hat, dann wird das Risiko etwas weitergegeben. Grundsätzlich gilt immer noch die Devise, am besten über etwa ein halbes Jahr stillen. Das scheint einen positiven Effekt zu haben auf das Risiko, dass die Kinder dann nachher chronische Entzündungen entwickeln. Man geht davon aus, dass eine natürliche Geburt ein bisschen besser ist als ein Kaiserschnitt. Das hängt wohl damit zusammen, was dann für Keime im Rahmen der natürlichen Geburt auf die Haut kommen und wie die Hautzusammensetzung sich dann entwickelt. Und ansonsten muss man eben wirklich die Hautpflege betreiben. Da gab es ein bisschen widersprüchliche Studien. Eine Studie hat gezeigt, wenn man die Kinder mit einem Risiko, aber ohne bestehende Neurodermitis regelmäßig eincremt, dann ist nachher das Risiko geringer. Für die Entwicklung, da gab es wieder andere größere Studien, die gezeigt haben, dass das vielleicht doch nicht so ist. Ich empfehle es nach wie vor, aber zumindest Schaden tut es auf keinen Fall. Und wenn man eben gewisse Dinge meidet, hatte ich vorhin schon mal angesprochen, Duftstoffe zum Beispiel oder alle sehr stark hautreizenden Substanzen, dann kann man seine Haut ein bisschen schützen. In der kalten Jahreszeit eben entsprechend fettigere Substanz verwenden, austrocknende Sachen wie Ganzkörperbäder mit Schaum oder sowas vermeiden. Das sind so ganz einfache Faktoren, die Haut nicht zu überlasten im Allgemeinen. Du hattest jetzt ganz kurz schon die Ernährung vor der Geburt angesprochen. Kann der Patient, die Patientin denn, wenn er schon damit diagnostiziert ist, an der Ernährung unterstützend wirken oder auch mit Nahrungsergänzungsmitteln unterstützend wirken? Ja, das ist so eine kleine Welle, die so die letzten Jahre so ein bisschen aufgekommen ist, ob dann zum Beispiel Probiotika oder Nahrungsergänzungsmittel einen positiven Effekt haben könnten. Da ist das letzte Wort in Studien auch noch nicht ganz gesprochen. Grundsätzlich sagt man heute, was klar ist, wenn man eine Allergie auf gewisse Nahrungsmittel hat oder weiß, dass auch ohne Allergienachweis die einfach die Erkrankung verschlechtern. Klassisch sind immer so Zitrusfrüchte, eventuell gewisse Nüsse etc. Das ist ja individuell. Dann muss man das natürlich vermeiden. Ansonsten kann man seiner Haut eigentlich wenig so richtig Gutes tun durch die Ernährung. Man empfiehlt insgesamt bei entzündlichen Erkrankungen immer, dass man entzündungsfördernde Nahrungsmittel meidet. Das empfehlen wir auch bei anderen chronisch entzündlichen Hauterkrankungen wie rotes Fleisch, zu viel Zucker. Das sind so ein bisschen die Entzündungstreiber. Die gießen so ein bisschen Öl ins Feuer. Das kennen wir auch bei Rheuma-Patienten zum Beispiel. Und alles andere ist sehr individuell. Was kann man bei einem akuten Neurodermitis-Schub machen? Ja, beim akuten Schub kommen, je nachdem wie ausgeprägt der ist, nach wie vor in der Regel immer noch kurzzeitig kortisonhaltige Cremes und Salben zum Einsatz. Die haben da auch noch ihren großen Stellenwert. Die sind auch gut so, dass wir die noch benutzen. Bei Patienten, wo das sehr, sehr ausgeprägt ist, muss man dann eben auch manchmal innerlich behandeln. Wenn es nur akuter Schub ist, kann man auch vorübergehend innerlich Cortisonpräparate nehmen. Die haben auf Dauer viel zu viele Nebenwirkungen. Kurzfristig kann man sie nochmal so für 1 bis 2 Wochen vielleicht geben, wenn es sein muss. Und ansonsten gibt es eben für diese Leute, die einen längeren, schweren Verlauf haben, mittlerweile sehr gute, neue, moderne innerliche Therapien, die wir einsetzen können.
Die Krankheit kann für die Patienten ja durchaus auch beeinträchtigend sein. Wie wird da psychologisch unterstützt? Das ist durchaus so. Also nachdem meistens die schwer Betroffenen eine Jahre bis Jahrzehnte lange, sage ich mal, Erkrankungskarriere hinter sich haben, kennen die sich damit sehr gut aus und wissen auch, dass sie von Anfang an auch von den Eltern schon gesagt bekommen, tu dies nicht, tu das nicht, das reizt deine Haut, zieh keinen Wollpulli an, dürfen vielleicht nicht zum Schulsport mit zum Schwimmen gehen, weil das die Haut austrocknet. Also es gibt durchaus viele so Einschränkungen, die Kinder schon meistens im kleinen Kindesalter oder im Jugendalter dann auch verspüren. Zusätzlich kommt noch die optische und Stigmatisierung. Wenn man dann halt so rote Flecken im Gesicht hat, dann gucken die anderen komisch und die Erkrankung, hatten wir vorher noch gar nicht so betont, ist ja meistens durch einen sehr quälenden Juckreiz dominiert. Das ist das, was die Patienten am allermeisten stört, der Juckreiz. Die können schlecht schlafen, die müssen sich auch tagsüber teilweise kratzen und merken es nicht mehr und werden dann komisch angesehen. Und da geht jeder so ein bisschen anders mit um. Jemand, der psychologisch so ein bisschen robuster gestrickt ist von der Natur, der steckt das wahrscheinlich besser weg. Und wenn er einen guten Freundes- und Familienzirkel hat, der ihn da auffängt, und andere, die vielleicht da so ein bisschen anfälliger sind, die brauchen dann durchaus auch mal Unterstützung vom Psychologen oder Psychosomatikern, wie man mit der Erkrankung umgeht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wissen, dass die Rate an Depressionen und an Angstzuständen häufiger vorkommt bei Patienten, die unter Neurodermitis leiden. Das ist auch die letzten Jahre nochmal unterstrichen worden. Unsere letzte Frage ist noch, ist Neurodermitis heilbar? Wie vorhin schon einmal kurz erwähnt, ja, in einem Teil der Fälle heilt das mehr oder weniger zumindest klinisch aus, auch wenn die Veranlagung immer so ein bisschen schwelend erhalten bleibt. Wenn wir sagen, 10% der Kinder haben das, nur 2% der Erwachsenen, geht das schon mal in so Richtung einer Art Heilung. Aber wie gesagt, die Veranlagung bleibt oft erhalten. Die Erwachsenen, die das immer noch ausgeprägt haben, bei denen will ich nicht von Heilung sprechen. Das kann mal Phasen geben, wo das ruhiger ist, wenn die Haut gepflegt wird, Auslösefaktoren minimiert werden. Aber bei diesen Erkrankungsfällen müssen wir uns heutzutage schon so ein bisschen darauf stützen, dass wir es gut behandeln können mit ganz modernen Therapien. Das sind entweder Spritzentherapien oder Tablettentherapien, mit denen wir das oft sehr gut in den Griff kriegen. Aber wenn wir diese Medikamente dann wieder absetzen, kommt die Erkrankung dann meistens wieder zurück. Also Behandlung ja, Heilung mit Einschränkungen, also bei denen zumindest, die das im Erwachsenenalter noch stark ausgeprägt haben. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für deine Zeit und für dieses super informative und interessante Gespräch. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke.